Es gibt ein Buch, das Ellen White fast das Leben gekostet hätte. Und dieses Buch trägt heute den Titel Der große Kampf, beziehungsweise in der Neuauflage Vom Schatten zum Licht. Die Anfänge dieses Buches stammen aus dieser ländlichen Gegend hier, etwas außerhalb der Stadt Bowling Green im Bundesstaat Ohio. Ellen und James White waren durch den Staat gereist und hatten verschiedene Familien besucht. Sie waren in dieser Gegend, um der Beerdigung eines kleinen Kindes beizuwohnen. Die Beerdigung fand am 14. März 1858 im Lovetts Grove Schulhaus statt, welches mir gegenüber gestanden hat. Während der Trauerpredigt erhielt Ellen White eine Vision, die 2 Stunden andauerte. Eine Vision während des Begräbnisses einer trauernden jungen Familie zu erhalten, ist nicht gerade der ideale Zeitpunkt, aber die Wahrheit dieser Vision ist für uns heute ungeheuer wichtig. Am nächsten Tag fuhren James und Ellen mit dem Zug nach Hause. Nachdem Ellen ihrem Mann erzählt hatte, was sie in der Vision gesehen hatte, machten sie Pläne, alles niederzuschreiben. Sie beschlossen, dass Ellen sofort damit beginnen würde, sobald sie wieder zu Hause wären. Doch in diesem Zug gab es jemanden, den ein Autor als blinden Passagier beschrieb. Und der fest entschlossen war, dass die Welt niemals die Wahrheit über ihn erfahren sollte und dass das Buch niemals veröffentlicht werden dürfte. Als sie in Jackson, Michigan ankamen, besuchten sie das Zuhause von Dan Palmer und während sich Ellen White mit Schwester Palmer unterhielt, wurde sie am Herzen und an ihrer rechten Seite von einem seltsamen, kalten Gefühl durchströmt. Die Anwesenden beteten ernsthaft für sie und nachdem ihre Kraft teilweise wiederhergestellt worden war, konnten sie ihre Reise nach Battle Creek fortsetzen. Gleich nach ihrer Rückkehr begann sie zu schreiben, auch wenn es nicht einfach war. Anfangs hatte sie kaum genug Kraft, um eine Seite zu schreiben und musste sich danach 3 Tage ausruhen. Aber je mehr sie schrieb, umso mehr Kraft gewann sie zurück und sie konnte das Buch letzten Endes fertigstellen. Im Juni desselben Jahres zeigte Gott ihr, was im Haus von Dan Palmer damals geschehen war, und sie schrieb: Mir wurde in der Vision gezeigt, dass bei dem Angriff in Jackson Satan vorhatte, mein Leben zu nehmen, um das Buch, das ich schreiben wollte, zu verhindern. Aber Engel Gottes wurden zu meiner Rettung gesandt. Der unsichtbare blinde Passagier in diesem Zug wollte nicht, dass die Welt weiß, dass er ein Engel im Himmel gewesen war, der in Sünde gefallen und die Ursache für das Elend in dieser Welt ist. Der erste veröffentlichte Bericht über diese Vision war das 1858 erschienene Buch Spiritual Gifts, Band 1. Später wurde dieses Buch zu einer 4-bändigen Reihe Spirit of Prophecy erweitert, bis es letztendlich das geworden ist, was wir heute haben. Eine 5-teilige Reihe mit dem Titel Geschichte der Hoffnung. Der große Kampf ist das letzte Buch dieser Reihe. Der Kampf zwischen Christus und Satan ist ein Hauptthema in den Schriften von Ellen White und auch ein Schlüssel für 7-Tags-Adventisten, um die Bibel zu verstehen. Dieses Buch, das Ellen White fast das Leben gekostet hätte, hat Leben auf der ganzen Welt verändert und wir sollten versuchen, es so weit wie möglich zu verbreiten. Ellen White selbst sagte, der große Kampf muss weit verbreitet werden. Es enthält die Geschichte der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Den Überblick, den es über die letzten Ereignisse dieser Erdgeschichte gibt, ist ein kraftvolles Zeugnis für die Wahrheit. Es ist mir ein Bestreben, dass dieses Buch noch mehr in Umlauf kommt als alle anderen, die ich je geschrieben habe. Denn im großen Kampf werden die Schlussszenen dieser Weltgeschichte deutlicher dargestellt als in jedem anderen meiner Bücher. Wenn Sie das Buch Der große Kampf noch nie gelesen haben, dann möchte ich Sie einladen, es zu tun. Und wenn Sie es bereits kennen, dann bitten Sie Gott um Weisheit, wem Sie ein Exemplar schenken sollen.